Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir machen eine Nachricht für uns. Ich habe die 3 Eulen: nichts sehen, nichts hören und nichts sagen. Und ihr dürft euch eine Botschaft aussuchen. Eine Eule wählen für ein bestimmtes Thema oder für eine bestimmte Person. Manche gucken auch alles 3 an. Das macht ihr gerade, wie ihr wollt. Die Orakel sind nicht so lang, deshalb mache ich da auch keine Zeitstempel rein. Da kann man ein bisschen vorspulen oder, ich sage es ja öfters mal, auf dem Display gibt es ein Rädchen, wo man die Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen kann. Da könnt ihr dran drehen, dann geht es ein bisschen schneller. So. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich habe hier oben auch noch mal in der Infobox das Portaltage Orakel für die Sternzeichen. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut gerne vorbei. Es ist sehr interessant. Denkt auch immer dran, dass es Kollektiv-Readings sind. Das ist mit ein Grund, warum ich öfters mal bei solchen Sachen die Kommentare eben schließe, weil dann die Leute sich berufen fühlen zu schreiben, dass es nicht stimmig ist. Das werde ich im Leben nicht verstehen, wie man davon ausgehen kann, dass etwas, was für die Allgemeinheit ist, also für ein Kollektiv eines Sternzeichens, dass es immer zu 100% auf einen selber passt. Das geht nicht, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber gut, es ist, wie es ist, ne? So, dann habe ich es gleich. Wir nehmen noch eine Lenny und dann drehen wir das Ganze. Ich habe auch Eulenkarten, die nehme ich heute mal anstatt der kleinen Engel. So. Wir legen es schöner hin. Mich stört es sonst. Und dann dürft ihr aussuchen. Ich würde die Mitte nehmen, die nichts hören will oder nichts mehr hören kann. Und wir schauen, was hier kommt. Hier geht es schon mal gut los, denn wir haben hier eine schnelle Energie, die eine neue Inspiration bringt. Eine brillante Idee auch, allerdings verbunden mit einem schwierigen Anfang. Man sieht sozusagen die Wahrheit hinter einer Situation und kommt deshalb hier in den Genuss, dass man die Pläne nochmal überdenkt. Und das Timing spielt hier irgendwie eine Rolle, ne? Der Anfang ist schwierig. Es geschieht hier noch ein bisschen mehr, als man auf den ersten Blick erkennt. Und deshalb darf man hier einfach noch ein bisschen drauf zuwarten. Wir haben die Integrität. Also da geht es darum, entsprechend unserer Wertvorstellungen zu handeln. Und unser inneres Wissen zeigt uns das auf. Das kann hier sehr gut sein, dass wir aufgrund von, ja, da gestaltet sich etwas schwierig, obwohl es brillant ist, vielleicht auch schon wissen, dass es nicht der perfekte Zeitpunkt ist, jetzt weiß Gott was zu tun, sondern wenn es mein Wert ist, lieber Qualität zu haben statt Quantität, dann kann ich das hier wunderbar einsetzen zum Beispiel. Hier geht es darum,
sich nicht klein zu machen. Möglicherweise ist eben das, was hier liegt, der Quantität viel, aber der Qualität wenig. Und wenn das mein Wert ist, dann möchte ich gerne hier meine Bedürfnisse oder mein Streben so erhöhen, dass es meinen Maßstäben entspricht. Und es darf es auch. Und es kann hier etwas mit dem Beruf zu tun haben, mit der Selbstständigkeit oder für die nicht arbeiten, eben mit der Unabhängigkeit im Leben. Ja. Wir haben hier ein Pendant. Einerseits die Elternliebe, andererseits die Selbstliebe. Das sind so Themen, die hängen für mich nah zusammen, denn der Selbstwert wird oftmals in der Familie schon versaut oder eben gut genährt. Und das kann sein, dass diese Themen hier auf unsere Integrität einwirken. Manchmal traut man sich auch Dinge nicht zu, weil man denkt, man ist nicht gut genug oder. Es hat einem so dieses Ding gefehlt, dass man geschützt auch reinging, dieses Wort, das man dann sagt, oder diese Sätze, wo man sagt, egal was passiert, ich stehe hinter dir, sowas alles kann das sein. Dann hier der Neubeginn, den haben wir hier zweimal. Wir haben den Klee, die Glückskarte an sich, die kürzeren Wege, etwas, was sich auch minimalisiert. Ja? Und das kann ein kleiner Bereich sein, der nachher wächst oder auch etwas mehr Glück in unseren Alltag bringt. Die kleine Eule sagt hier, bist du bereit, dich von deinem Leben überraschen zu lassen? Also hier auch mit Dingen rechnen, die nicht dem Muster entsprechen, wo man sagt, ne, auf mich kommt sowieso nichts zu, sondern hier sieht man, dass vielleicht noch etwas Besseres, Präziseres kommt, das dann auch mehr unserer eigenen Integrität entspricht. Okay, ihr Lieben, gucken wir die nächste an. Wir nehmen die, die nichts sagen möchte. Okay. Hier findet so ein bisschen ein Kampf statt, ne? Möglicherweise reibt man sich irgendwo dran. Stillstand könnte sein. Man muss eine Entscheidung treffen, aber weiß nicht welche. Und wir haben hier die Macht der Kreativität, ne? Hier geht es darum, auch ein Teamplayer zu sein. Das hatten wir im Portaltage-Orakel schon mal. Kreativ zu sein, eine kreative Lösung zu finden und dafür natürlich auch eine Anerkennung bekommen. Es kann sein, dass man sich vielleicht auch für eine Person entscheiden darf, die hier mit in irgendeinem Thema uns trägt oder wo wir unfreiwillig auch in eine Situation kommen, ob wir unsere Früchte teilen. So, dann haben wir hier das Thema Göttin. Verleihe deiner göttlichen Energie Ausdruck. Hier gibt es magische Intuition, fürsorgliche Eigenschaften, die wir pflegen dürfen. Auch dieses Ich bin es wert, ne? Ich sehe mich selber als gut genug und ich habe alles, was ich brauche, mit an Bord, schon von Natur aus. Ihr habt eine gesegnete Lebensveränderung und eure Intuition zu den Dingen stimmt hier sehr gut. Manchmal ist es ja so, dass man schon etwas weiß, aber es dann auch wegdrückt und sich dran reibt, anstatt zu sagen, so, ich gebe mit dem Ganzen mal nach. Ich kann nicht alles kontrollieren und wenn nötig, nehme ich halt jemand auch mit an Bord, der mir meine Dinge umsetzen hilft. Ich bin es hier wert. Was euch hier helfen könnte, ist tatsächlich, dass ihr euch fokussiert auf das, was nötig ist und nicht auf das, was alles möglich ist. Also so diese vielen, vielen Möglichkeiten mal zu reduzieren und Überflüssiges loszulassen.
Kommunikation haben wir hier dabei bei euch. Und das Thema Kinder habt ihr zweimal. Also es kann jetzt eine Sache sein, da gibt es vielleicht Reibereien oder Entscheidungen, die euer inneres Kind sehr triggert oder aber die mit Neubeginnen aller Art zu tun haben oder wo Kinder tatsächlich mit involviert sind in die Themen. So, dann haben wir hier, wenn du etwas manifestieren willst, brauchst du keine Gedankenkraft, sondern Gefühlsstärke. Das heißt, je mehr man sich gut fühlt, desto schneller wird es manifestiert. Ne? Man soll es fühlen, anstatt zu denken. Und deshalb auch mit freudigen Augen auf die Dinge gucken. Ja, das ist so eine Sache, ne? Dann nehmen wir zum Schluss noch die nicht sehen möchte. Ihr habt hier schöne Voraussetzungen. Ihr habt die Einheit und ihr habt den Magier. Hier geht es um das Verbundensein mit anderen. Es geht um traditionelle Dinge, Methoden, Standpunkte, Gleichgesinnte, die eine bestimmte Verbundenheit auch in euch auslösen. Und ihr habt alles, was ihr braucht in der Hand. Ihr könnt manifestieren. Das Leben ist magisch. Vielleicht könnt ihr euch hier auch mehr Verbundene mit an Bord ziehen. Es geht darum, euch auszudrücken auf irgendeine Art und Weise. Wir haben das Kehlchakra dabei. Die eigene Wahrheit zu sprechen, überhaupt zu kommunizieren. Und ihr habt hier Musik zur Manifestation. Also manifestieren scheint in dieser Legung ein hohes Gut zu sein. Musik verändert die Schwingung an den Dingen. Das heißt auch immer, ne, dass man zum Beispiel in eine andere Leichtigkeit kommt oder in ein Glücksgefühl und von da aus eben die schönen Dinge des Lebens mehr anziehen kann. Möglicherweise fühlt man sich hier irgendwo ein bisschen unentschlossen oder weiß nicht so richtig, welche Entscheidung man treffen soll oder darf. Gibt dem Ganzen Ausdruck, ne? Musik, Kehlchakra, da lässt man was raus. Man hört vielleicht auch über ein Gespräch irgendwas, was wichtig für einen wäre. Und bleib bei dir. Ne? Hier soll man ja auch auf die eigene Intuition hören und sich nicht von anderen in eine Richtung drängen lassen, die sich für euch nicht gut anfühlt. Ja, hier kommt nochmal die Manifestation. Wahnsinn, 3-mal, ne? Also eine gute Zeit auch tatsächlich für euch, um Dinge in die Welt zu bringen. Ich habe die Freundschaft noch bei euch, die Einheit, die Gleichgesinnten. Möglicherweise kommen hier auch neue Menschen in euer Leben, auf euren Weg mit. Und ihr habt den Mond noch dabei. Hier geht es wieder um die Intuition, wieder um die Seele, die Psyche, ne? Die Sensibilität, die man für alles so hat. Und es scheint hier auch so, als dass die Intuition sehr hoch ist und dass etwas ausgesprochen werden möchte, was damit zu tun hat. Du möchtest frei sein, dann stell dich deiner größten Angst, in deinem Tempo Stufe für Stufe und vergiss nicht, dein Licht mitzunehmen. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.